Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian. Heute wieder ein kleines Unity-Tutorial von mir. Es geht diesmal um ein sehr einfaches Skript, eher für Anfänger. Und zwar möchte ich abhängig von der Position, in der ein Sound gerade abgespielt wird, einen Unity-Event auslösen, der dann irgendwas einschalten kann oder Methoden aufrufen kann. Bevor ich anfange, wie immer der Hinweis, dass du mir mit Likes, Kommentaren und auch Abos sehr bei der Reichweite des Kanals helfen kannst. Danke dir dafür. Ich habe hier schon mal ein Fenster mit dem Text Victory vorbereitet und dazu einen Play-Button. Der ist hier im Moment deaktiviert, den sieht man nicht. Ich deaktiviere jetzt mal die ganzen UI-Elemente insgesamt. Jetzt wollen wir Folgendes machen. An einer bestimmten Stelle eines Sounds soll dann zuerst das Fenster eingeblendet werden und einige Zeit später dann der Play-Button. Also nur so als kleines praktisches Beispiel. Wir brauchen also zuerst ein Skript. Rechtsklick, Create C#Script. Ich nenne das Sound Event und Doppelklick öffnen. Diese Klasse benötigt zwingend eine Audio Source Komponente. Wir sollten das deshalb gleich mit einem Attribut angeben. Dadurch wird jetzt automatisch eine Audio Source erzeugt, wenn unser Skript einem Game-Objekt hinzugefügt wird. Da wir Unity Events verwenden wollen, brauchen wir natürlich den entsprechenden Namensraum. Wir müssen von der Audio Source die aktuelle Spielposition immer wieder abfragen. Daher legen wir uns am besten ein Feld an dafür. Dann benötigen wir den Zeitpunkt, an dem das Event ausgelöst werden soll. Ich mache das mit Serialize Field, weil ich das im Inspektor einstellen will. Und natürlich brauchen wir das Unity-Event selbst. Im Start holen wir uns gleich mal die Audio Source. Wir sollten zuerst einmal abfragen, ob wir überhaupt ein Event zugewiesen haben und ob der Sound überhaupt spielt, ob die Audio Source da ist, sonst passiert hier nämlich gar nichts. Die aktuelle Spielposition als Zeit bekommen wir von der Audio Source durch dessen Property Time. Jetzt könnten wir einfach abfragen, ob die Zeit, also von der Audio Source an der Stelle, wo es gerade ist, gleich der Zeit ist, in der wir den Event auslösen wollen. Aber das wird so nicht funktionieren, weil das werden wir nie richtig auf die Kommastelle erwischen. Deswegen machen wir uns noch eine zusätzliche Methode, das sieht ein bisschen sauberer aus als hier im Update. Diese Methode soll uns to zurückgeben, wenn die beiden eingegebenen Werte in einem gewissen Bereich gleich sind. Bool muss zurückgegeben werden. Ich nenne die Methode isEqual. Diese Methode soll uns also to zurückgeben, wenn die beiden eingegebenen Werte in einem bestimmten Bereich gleich sind. Also so könnte man es machen. Und wenn das eben nicht zutrifft, dann gibt die Methode false zurück. Und jetzt können wir die Methode nutzen, um entsprechend ein Event auszulösen zum richtigen Zeitpunkt. Das Range ist jetzt hier also 0,02 Sekunden. Wir brauchen ein Game-Objekt für unseren Sound. Das Soundeffekt da jetzt zweimal draufziehen. Und wie du siehst, die Audio Source wird automatisch hinzugefügt. Das macht unser Require Component Attribut. So, nach 1,5 Sekunden soll unser Canvas eingeblendet werden und nach 2,5 Sekunden dann der Button. Die Unity-Events hier rufen dann also einfach das setActive im jeweiligen Game-Objekt auf und übergeben True. Jetzt das Ganze nur noch testen. Wir brauchen natürlich hier einen Audio-Clip, unser Audio-Source. Ich habe die Audio Source jetzt deaktiviert. Wenn ich sie aktiviere, soll nach 1,5 Sekunden das Fenster und kurze Zeit später der Play-Button eingeblendet werden. Sieht gut aus. Ich mache das nochmal und breche das Spielen vor Erreichen der Position wieder ab. Auch das geht, passiert nichts. Super, das war jetzt ein sehr kurzes Tutorial heute. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht.
Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Tutorial wieder. Lass mir ein Like da, wenn du möchtest, oder auch ein Abo, wenn du magst. Und dann bis bald.